Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den X3, aber speziell um den Motor B47 Motorcode. 140 kW, 2 Liter Dieselmotor. Und bei dem wollen wir einmal das AGR-Ventil wechseln. So sieht das Ganze einmal aus. Und hier ist es ganz, ganz wichtig bei dem AGR-Ventil, dass ihr einen geeigneten Diagnosetester dafür habt. Denn auch wenn ihr das AGR-Ventil nur aus- oder einbauen wollt, braucht ihr einen Diagnosetester. Okay, es gibt einen Trick, das ohne zu machen, aber zu empfehlen ist, das Ganze nur mit einem Diagnosetester zu machen. Denn man muss das AGR-Ventil anstecken, also den Stecker drauf machen und dann das Ganze ansteuern, damit der Motor, damit das Ventil 20% zurückfährt oder damit das Ventil ein bisschen zurückfährt. Also Stecker muss dran sein, bevor ihr ihn einbaut. Wir kennen das ja immer so, Stecker alles stromlos, dann umbauen und dann erst die ganzen Stecker dran. Hier ist es jetzt anders. Stecker dran, bestromen, also Zündung an, bestromen, quasi mit Diagnosetester, bestromen das Ganze. Dann einbauen und dann erst verschrauben das Ganze. Denn sonst ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass man das Ganze kaputt macht. Die andere Option, das ohne Diagnosetester zu machen, da ist eine Pin-Belegung dabei. Ich habe es persönlich noch nicht gemacht. Zwar sieht das Ganze immer so aus. Und auf Pin ist die Belegung dazu. Und der Elektromotor hat Pin 1 und Pin 2. Da kann man dann quasi Plus, Minus draufgeben und dann würde der Elektromotor auch das Ventil einmal, aber der würde halt komplett den hochfahren. Und ja, aber wie man das speziell hier jetzt umbauen kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Was noch zu empfehlen ist, ihr benötigt einen Kühlwasserkoffer und ihr benötigt sowieso den Diagnosetester, um das Kühlwasser zu entlüften, um es vernünftig zu entlüften. Denn das AGR-Ventil wird mit Kühlwasser umspült. Hier gehen 2 Schläuche dran. Wird mit Kühlwasser umspült und deswegen muss das Ganze vernünftig entlüftet werden, weil wir das System öffnen. Ja, und wie man das Ganze umbauen kann, würde ich euch sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, los. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Wir bauen die Geschichte einmal komplett erstmal ab. Wir müssen nämlich den Luftfilterkasten rausholen. Das AGR-Ventil sitzt hier. Und da machen wir jetzt einmal alles für ab. Diese Leitung ist sehr, sehr anstrengend. Deswegen vorsichtig, die machen wir als erstes ab. Und wenn die bricht, dann haben wir
Die ist hier unten einmal geklemmt und oben. Jetzt müssen wir die Klammer einmal ab. Jetzt können wir die Klammer am Turbo abmachen. Den dann abmachen und dann kommt das Ganze einmal nach oben. So. Die Geschichte hier kann man auch abmachen. Und dann kann das Ganze einmal nach oben. Die komplette Einheit kann raus. Als nächstes nehmen wir die Verkleidung ab. Da sind solche Clips drauf und 3 Stück davon und einmal geschraubt ist die. Dann kann das Ganze einmal ab. So, hier können wir jetzt schon das AGR-Ventil sehen, den AGR-Kühler. Und das Hauptproblem, was wir hier haben, ist, er ist mit 2 Schrauben befestigt. An die kommt man super dran. An die hier hinten kommt man sehr schlecht dran. Und deswegen müssen wir den AGR-Kühler ein bisschen zur Seite machen. Das Problem ist, wenn wir den ein bisschen zur Seite machen wollen, stört uns die Ansaugbrücke. Wir probieren mal, es klappt eigentlich die Schraube ab. Hier ist eine Schraube, hier ist eine Schraube. Dafür schrauben wir aber die komplette Halterung ab, beziehungsweise lösen die. Und dann sollten wir den eigentlich, glaube ich, ein bisschen, und die 2 Schrauben schrauben wir mal ab. Ansonsten den können wir eigentlich rausholen, eventuell. Und dann sollte das eigentlich klappen. So, das waren 2 10er Schrauben. So, mal die Schraube abschrauben. Wir können eigentlich das hier auch lösen, damit wir nachher nicht das Problem haben, die Schraube vernünftig anzusetzen, damit der Schlauch uns nicht so stört. So, und wir haben halt das Problem, warum wir das abschrauben müssen. Wir kommen hier mit nichts dran. Gucken wir mal. So, mit einem 6er Imbus schrauben wir den einmal ab. Und so, den Schlauch können wir abmachen. Hier Schläuche einmal abdrücken.
andere Seite. So. So. Und dann kommen wir hier hinten an noch eine Schraube dran. Und dann haben wir den AGR-Kühler locker. Sodass wir hier einen kleinen Spalt machen können, damit wir hier mit einem Schlüssel dran kommen, um die hintere Schraube zu lösen. Da geht ja auch noch der Schlauch oben drüber. Probieren wir mal. So minimal zur Seite bewegen. Dann schraube ich mit einem 13er. Den Stecker können wir erstmal abmachen. So. Schrauben wir einmal die Halterung, machen wir einmal locker. Und dann lösen wir die untere. So, das ist jetzt locker. Dass wir hier durchkommen, um die Schelle abzuschrauben. Und dann können wir mit einem T30 die zwei Schrauben abschrauben. So. Dann haben wir das AGR-Ventil einmal raus. Also wir machen das AGR-Ventil, stecken wir jetzt einmal drauf. Die Zündung ist an. So, und dann solltet ihr eigentlich auch sehen, dass der sich dann ein Stück bewegen wird. Zack. Und der hat sich jetzt ein bisschen bewegt, ist ein bisschen reingefahren. Genau 19,9%. Wir vergleichen das jetzt mal mit dem alten. Genau, der ist jetzt ein bisschen etwas eingefahren. Und jetzt können wir das Ganze einmal
zusammenbauen. Natürlich nichts abstecken, sondern so wie er jetzt ist, zusammenbauen. Was natürlich nicht sehr einfach ist, aber anders geht es nicht. So, neue Dichtung. So, und nicht nur neue Dichtung, sondern auch noch für den Kühlwasserschlauch muss noch drauf. So, und das Ganze erstmal ansetzen, denn AGR-Ventil so gerade wie möglich einschrauben.
Ja, Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man das AGR-Ventil wechseln möchte. Wichtig, das Ganze vernünftig zu entlüften, das Kühlsystem. Anschließend mit dem Computer das Ganze auch noch zu entlüften. Ja, und ansonsten, alles, was euch dazu einfällt, könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Genauso wie der Rabattcode bei XXL könnt ihr euch günstig Werkzeug zulegen. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.